damit du lernen kannst, mich zu erkennen, sodass du sicher sein kannst, ich bin es, dein eigenes wahres Selbst, das diese Worte spricht, musst du zuerst lernen, still zu sein. Dein menschliches Gemüt und deinen Körper und all ihre Aktivität zu beruhigen, damit du ihrer nicht mehr bewusst bist. Noch bist du vielleicht nicht fähig, das zu tun, aber ich will es dich lehren, wenn du mich wirklich erkennen willst und bereit bist, es dadurch zu erproben, dass du mir vertraust und mir in allem gehorchst, wozu ich dich jetzt auffordern werde. Sitze still in einer entspannten Haltung und wenn du völlig ruhig bist, lass dein Gemüt, deinen Geist, die Bedeutung folgender Worte in sich aufnehmen. Sei still und wisse, ich bin Gott. Ohne zu denken, erlaube meiner göttlichen Führung, deine Seele tief zu durchdringen. Lass, was immer an Eindrücken dir in den Sinn kommt, nach Belieben eintreten, ohne Anstrengung oder Einmischung von dir. Beachte sorgfältig ihre Bedeutung, denn ich im Inneren belehre dich durch diese Eindrücke. Dann, wenn irgendetwas von ihrer entscheidenden Bedeutung in deinem Bewusstsein zu dämmern beginnt, sprich diese meine Worte langsam, befehlend zu jeder Zelle deines Körpers, zu jeder Fähigkeit deines Gemüts mit aller bewussten Macht, die du besitzt. Sei still und wisse, ich bin Gott. Versuche zu erfassen, dass der Gott in dir befiehlt und von dem sterblichen Teil deines Selbstes unbedingten Gehorsam fordert. Noch einmal, versuche zu erfassen, dass der Gott in dir befiehlt und von dem sterblichen Teil deines Selbstes unbedingten Gehorsam fordert. Vertiefe dich in diese Worte. Erforsche ihre verborgene Macht. Sprich sie 1000-mal am Tage, bis du meinen tiefsten Sinn ganz entdeckt hast, bis jede Zelle deines Körpers bei dem Befehl sei still in freudiger Antwort erschauert und augenblicklich gehorcht und jeder abschweifende Gedanke, der dein Gemüt umkreist, ins Nichts flieht. Dann, da die Worte in deinem nun leeren Wesen widerhallen, da die Sonne des Erkennens sich am Horizont deines Bewusstseins zu erheben beginnt, dann wirst du einen neuartigen, wunderbaren Atemstrom fühlen, der alle deine sterblichen Glieder so völlig erfüllt, dass deine Glückseligkeit darüber dich fast zu sprengen scheint.
Dann wird Woge um Woge einer mächtigen, unwiderstehlichen Kraft in dir aufsteigen und dich beinahe der Erde entheben. Dann wirst du in dir die Herrlichkeit, die Heiligkeit, die Majestät meiner Gegenwart fühlen. Und dann wirst du wissen, ich bin Gott. Wenn du dich in dieser Weise mir zuwendest, wirst du mich jederzeit als unfehlbare und immer gegenwärtige Hilfe in Zeiten der Not finden. Denn ich will dich mit einer Verwirklichung meiner Gegenwart und meiner Kraft so erfüllen, dass du nur still zu sein brauchst und mir erlaubst zu tun, was du dir auch erwünschst. Deine Leiden oder die anderer zu heilen, dein Gemüt zu erleuchten, damit du mit meinen Augen die Wahrheit sehen kannst, die du suchst, oder die Aufgaben vollkommen zu erfüllen, deren Bewältigung vorher fast unmöglich erschien. Diese Erkenntnis, diese Bewusstwerdung wird nicht plötzlich kommen. Es mag Jahre dauern, es kann morgen geschehen. Es hängt von niemand anderem ab als von dir. Nicht von deiner Persönlichkeit mit ihren menschlichen Wünschen und ihrem menschlichen Verständnis, sondern von deinem Ich bin Gott in dir. Mit deiner Persönlichkeit magst du 1000-mal versuchen, die Schale deines menschlichen Bewusstseins zu durchbrechen. Wenn es überhaupt zu einem Ergebnis kommt, wird es das Zusammenbrechen der Tore sein, die ich zwischen der Welt der berührbaren Formen und dem Reich der unberührbaren Träume vorgesehen habe. Du kannst die Schale deiner menschlichen Persönlichkeit abwerfen und vorwärts schreiten in das herrliche Licht meines geistigen Reiches. Aber in all deinem Suchen und all deinem Bemühen, glaube und vertraue mir, deinem wahren Selbst in dir, und sei um die Ergebnisse nicht besorgt, denn die Ergebnisse sind alle in meiner Obhut und ich will für sie Sorge tragen. Und nun nimm nochmal in dich auf. Lege alle Kraft, die von innen herkommt, allen Willen in diese Worte und sprich sie zu allen Unruheherden in dir. Sei still, jetzt. Bemerke die Stille. Öffne dich für die Stille. Fokussiere dich vollkommen auf sie. Und wenn du ein Gespür davon hast, dann gehe weiter und sage. Und wisse. Und wisse nun wirklich. Wisse. Du weißt, wie du weißt. Hole dieses Gefühl in dir hervor, das du hast, wenn du etwas weißt. Wo ist dieses Gefühl in dir? Wisse. Ja, ich weiß. Wo ist dieses Gefühl? Bei mir ist es im Magen oder im Solarplexus. Wisse. Wisse, ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Das hat nichts mit dem Kopf zu tun. Null. Aber absolut null. Ich weiß. Wo fühlst du dein Wissen? Und wenn du das hast, fülle damit die nächsten Worte. Ich bin.
Ich bin. Ich bin und bin und bin und bin und bin und bin und bin. Und ich bin immer noch. Ich bin immer noch. Fühle die Grenzenlosigkeit, die Unendlichkeit, das Wissen, ich bin. Und wenn du eine Ahnung und ein Wissen in irgendeiner Form, dieses Ich Bin, fühlst, dann ist das, was danach kommt, eine völlig natürliche Sache. Gott. Ein völlig natürliches Wissen. Ich bin Gott. Alles. Unendlichkeit. Unendliche Fülle. Ich weiß, ich bin Fülle. Ich weiß, ich bin Erlaubnis. Ich weiß, ich bin grenzenlos. Ich weiß, ich bin weit. Ich weiß, ich bin liebend. Ich weiß. Wo fühlst du dein Wissen, wenn du das mit dem in Verbindung bringst? Wisse das. Wisse nur das. Wisse es, fühle es, erfahre es. Gott. Behalte deinen Fokus auf diesem Wissen. Dort kumuliert sich alles. Dort findet sich alles ein. Alles, was du weißt, eröffnet sich dir. Alles, was du jemals nur gewusst und gekannt hast, öffnet sich dir in diesem Punkt deines Wissens, deines Erkennens, deines Urgrunds, deines Wissensquells. Und koste es aus, wie immer es sich dir zeigt und wie es sich anfühlt. Denn das ist der Zustand der Erkenntnis. Und er hat nichts, aber auch gar nichts mit dem Verstand zu tun. Und dann komme ganz langsam wieder zurück. Bemerke, wo du das bemerkst. Und kannst dich jetzt ein bisschen strecken und recken und was auch immer machen. Und weiterhin in diesem Gewahrsein bleiben. Und ich kann nur sagen, also ich mache das jeden Morgen. Das ist die erste Übung, die ich im Bett eigentlich mache. Also noch bevor ich aufstehe, mich wieder zu erinnern. Und für mich ist wirklich dieses Gott ist wirklich, also für mich ist das, also mein Thema ist echt Fülle. Ne? Also das heißt, ich weiß dann wieder mich als Fülle und als Grenzenlosigkeit und als unermesslichen Reichtum. Und ich weiß es in dem Moment. Ich gehe nicht aus dem Bett raus, bevor ich nicht diesen Moment des wirklich wahren Wissens, des Fühlens in meinen Eingeweiden erfahren habe. Das bin ich mir wert. Am Anfang hat es manchmal auch, weil ich mal wieder weggedöst bin, Stunden gedauert. War mir egal.
Ich konnte es mir auch leisten. Ne? Aber ne, da finde jeder sein, also wenn das bei euch in Resonanz geht, diese Übung, finde jeder seine Tageszeit oder seine Übungszeit dafür. Und ich mache das auch immer mal wieder am Tag. Wenn ich bemerke, okay, irgendwo wird es jetzt gerade instabil oder sowas, ne, dass ich in mein Wissen zurückgehe. Und für mich persönlich ist dieses und Wisse meistens das Kernstück dabei. Ja, es gibt manchmal auch wo andere Betonungen für mich dann auch wieder griffiger sind. Aber für mich ist dieses und Wisse, als ich das mal bemerkt habe, wow, dann in dem Moment switcht es und ich weiß etwas mit dem gleichen, was ich auch schon oft erwähnt habe, ne, mit dem gleichen Gefühl, sage ich jetzt mal, mit dem ich vorher scheinbar gewusst habe, also auch genauso gefühlt habe, dass ich ein Mensch bin oder so, oder Anja bin oder sowas, ja, mit genau dieser gleichen Art und Weise, mit der ich das jetzt fühle. Und deswegen habe ich immer mal wieder, oder rege ich auch immer mal wieder an, guck, wie das sich bei dir anfühlt, wenn du dich vollkommen mit deinem Körpersein, mit deiner Persönlichkeit, mit deiner Rolle, mit deinem Namen, mit deinem Beruf und so weiter identifizierst. Ja, wie fühlt sich das an? Wo fühle ich das? Wo gibt es ein Zentrum davon, in dem ich sage, ja, das bin ich. Ja, und dann koppele das ab von dieser Persönlichkeit, von diesem Bild und pack es sozusagen auf ich bin Gott. Und empfinde das als genauso wahr. Es ist genau das Gleiche. Deswegen, wir müssen das nehmen und jetzt auf die Wahrheit anwenden. Ja, das ist alles, egal was wir machen, es ist immer das Gleiche. Ja, dieses Gefühl abzukoppeln und zu bemerken, dass ich es auf eine falsche Tatsache angewendet habe und die aber für mich dann mit diesem Gefühl natürlich als reale Tatsache gefühlt wird. Ja, und jetzt ist das krude, sage ich mal, für mich, dass ich es auf etwas anwende, das ich in diesem Zustand als irreal empfinde. Ja, aber wir können das ja. Wir merken ja, dass wir es können. Ja, wir können ja auch ins Kino gehen und uns für eine Stunde komplett in die Hauptfigur reinbeamen, ja, und dann sind wir das und dann leiden wir damit und so weiter, ja, und wir haben in gewisser Weise diese Identität angenommen, ja, und das haben wir sogar mit Spaß gemacht, ja, das ging ganz leicht, ja, und genauso damit, wir können das jederzeit machen, wir können uns Dinge vorstellen und diese Kraft nutzen wir, ja, und wenden sie auf das an, von dem wir irgendwo innerlich ja durchaus schon eine Resonanz haben dazu, dass eventuell das wahr sein könnte. Viel, viel, viel wahrer als das, was ich hier gerade annehme, weil das ewig ist und das andere, wie ich ja immer wieder bemerke, nur temporär. Ja, und das einfach immer wieder reinzuholen. Also für mich war das die Mega-Übung, ja, die ich persönlich eben immer noch extrem hilfreich finde und die mich eigentlich am schnellsten in diesen Zustand befördert. Und man sagt wirklich zu dem, also das ist wirklich spannend, dieses und Wisse, ne? Da habe ich mich auch erst gefragt, wem sagt man das jetzt? Wer sagt das jetzt? Ja, schon geht's ja los. Ja. Und da muss jeder seinen Zugang finden, bemerkt, also sowieso generell, ja, das ist gerade eine gute Gelegenheit, das nochmal zu sagen, wo immer ihr das Gefühl habt, da bauen sich gerade intellektuelle Hindernisse für euch auf bei einer Übung. Bastelt da nicht dran rum und versucht, diese Hindernisse irgendwie umzustellen, sondern fragt einfach, wo ist für mich der Durchgang? Wo ist es für mich auf? Wo sind für mich keine Hindernisse? Ja, also macht mit diesem Zugang, macht den für euch zugänglich, ja, weil wir gerne immer diese Warum-Fragen oder dann, ne, wenn ich das so und so mache, dann klappt das so nicht für mich und so weiter. Ja, super. Was willst du mehr? Ja, das ist der eindeutige Hinweis, dass dein Weg irgendwo dran vorbeigeht. Ja, und für mich war es wirklich in dem Moment, in dem ich mich gefragt habe, wie weiß ich etwas? Und ich habe monatelang für mich selber immer wieder untersucht, was passiert in mir, wenn ich etwas annehme, wo im Körper tut sich da was? Ja,
wenn ich etwas akzeptiere, weil ich sofort geschnallt habe, Scheiße, das ist es. Ich muss es nur genauso akzeptieren. Ich muss die Wahrheit so akzeptieren, also sprich fühlen, die Akzeptanz fühlen, wie ich gerade etwas anderes für wahr akzeptiere. Und das war schon seit Milliarden von Jahren. Ja? Also was passiert in mir, wenn ich etwas akzeptiere? Und das dann genauso, das von dem abkoppeln, was ich gerade akzeptiere und auf die Wahrheit schmeißen. Einfach so. Auch ich muss nicht dran glauben. Ich muss überhaupt nicht dran glauben. Ich mache es jetzt einfach. Das muss funktionieren. Ja, das war für mich komplett logisch. Und genauso habe ich sozusagen untersucht, wie geht das, was passiert bei mir, wenn ich etwas weiß? Und ich habe mir vorgestellt, okay, wo weiß ich, wo kann ich dieses Gefühl in mir hervorkommen lassen, dass ich das weiß? Also zum Beispiel, ich bin Anja oder die Erde ist rund oder was auch immer. Ja, welche Aussage für mich ist absolut stimmig und ich fühle, ich weiß das. Ja, und dieses Gefühl dann entkoppeln und auf einen Satz anwenden, der die Wahrheit sagt. Also beispielsweise ein Satz, von dem ich zumindest annehme, dass er die Wahrheit sagt oder was auch immer. Ja? Und dann schauen, was passiert, wenn ich das jetzt mit der Wahrheit koppel. Und das ist krass. Also für mich waren das wirklich eindeutige Ergebnisse irgendwann, ja, dass ich dachte, oh mein Gott, ja, das ist ja, das kann mir nicht, diese Realität, die ich jetzt hier habe, die kann mir das niemals geben. Nie. Das ist so unglaublich vollständig grenzenlos. Wow. Naja, und dann ist das halt immer so ein rein, raus, rein, raus, rein, raus. Ja. Und ich weiß aber die ganze Zeit, ich muss nur das machen. Okay, und wenn ich es nicht mache, ist es meine eigene Verantwortung. Alles gut. So. Das nur noch mal zu meinem eigenen Erleben dazu.